Erstens, die hohe Steuerlast. In Deutschland sind die Steuern unglaublich hoch. Wusstest du, dass du in Deutschland oft mehr als 40% direkt an den Staat abgeben musst von deinem Einkommen? Und das ist noch nicht alles. Dies ist nur der Anfang. Es kommen dann im Laufe des Monats noch viele weitere Steuern dazu, die du bezahlen musst als Bürger. Und darauf möchte ich kurz eingehen. So kommt beispielsweise noch die Mehrwertsteuer hinzu. Diese beträgt 19% und in manchen Fällen, wenn es um Lebensmittel geht, beispielsweise, beträgt sie 7%. Wichtig hier zu erwähnen sind auch die Energiesteuern, die man in Deutschland bezahlen muss, wenn man Sprit einkauft, Benzin oder Diesel beispielsweise. So bezahlt man für 1 Liter Benzin über 65 Cent an den deutschen Staat. Ähnlich sieht es bei Diesel aus. Wenn man alle Steuern zusammennimmt, bezahlt man in Deutschland insgesamt am Ende 70% oder noch mehr an Steuern von dem, was man verdient. Hier siehst du kurz einen Überblick der wichtigsten Steuern. Halte das Video kurz an und schau es dir in Ruhe an. Steuern ist also ein Thema, das in Deutschland viele Menschen hassen, da es sehr unangenehm ist und die Leute sehr beeinflusst. Zweite Sache, die ich an Deutschland hasse, ist die Bürokratie. Formulare, Anträge, Wartezeiten. Deutschland ist das Land der Bürokratie. Es gibt kaum ein Land auf der Welt, wo man mehr Anträge und Formulare ausfüllen muss wie in Deutschland. Wenn du also in Deutschland etwas erledigen möchtest, dann brauchst du viel Geduld. Wenn du beispielsweise umziehst in eine neue Wohnung, dann musst du innerhalb von 2 Wochen dich beim Einwohnermeldeamt anmelden. Und Termine sind oft ausgebucht, so dass du mehrere Monate warten musst. Und dann gibt es diese komplizierten Briefe von den Behörden, die selbst viele Deutsche nicht wirklich verstehen oder nur teilweise. Wie zum Beispiel, Ihr Antrag wurde zur Prüfung an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet. Diesen komplizierten Satz könnte man damit abkürzen: Wir schauen uns das an. Das dritte, was ich an Deutschland hasse, sind die Preise. In Deutschland ist alles unglaublich teuer. Wohnen unbezahlbar. Lebensmittel immer teurer. Selbst die Brötchen beim Bäcker sind viel teurer geworden. Wenn man die Preise heutzutage in Deutschland mit den Preisen vor einigen Jahren vergleicht, dann stellt man schnell fest, dass die Preise sich verdoppelt haben oder sogar verdreifacht, während die Löhne der Leute nicht oder nicht signifikant gestiegen sind. Besonders in Großstädten wie München, Berlin oder Hamburg sind die Mieten sehr teuer. So kostet ein WG-Zimmer in München oftmals über 800 Euro. Ein WG-Zimmer, nicht eine Wohnung. Auch sind die Gas-, Strom- und Benzinpreise sehr teuer geworden in Deutschland. Besonders nachdem der Krieg zwischen Russland und Ukraine angefangen hat und Deutschland sich am Boykott Russlands beteiligt hat und somit keinen günstigen Gas mehr aus Russland importiert. Die vierte Sache, die ich an Deutschland nicht mag, sind die deutschen Medien. Wenn du deutsches Fernsehen kennst, weißt du, was ich meine. Deutsches Fernsehen ist so eintönig und langweilig wie kaum ein anderes auf der Welt. Es gibt so viele Krimis wie Tatort und unlustige Sendungen wie kaum in einem anderen Land. Selbst die Synchronisationen sind oftmals nicht so gut, besonders wenn es um Serien geht. Außerdem berichten die deutschen Medien sehr einseitig und sind dabei politisch nicht neutral. Daher sieht man in der Regel auf allen Fernsehsendern die gleiche Nachricht wieder und wieder. Kritische Stimmen werden leider oftmals totgeschwiegen oder durch schlechte Bezeichnungen diffamiert, verunglimpft. Kommen wir zum 5. Punkt, den ich an Deutschland hasse. Deutschland hat die Digitalisierung verschlafen. Deutschland gehört zwar weltweit zu den größten Industrienationen,
Aber was die Digitalisierung angeht, hat Deutschland den Zug verpasst. So befindet sich Deutschland in der Digitalisierung noch im Mittelalter. In vielen Ämtern gibt es immer noch keine Online-Formulare oder Online-Plattformen. So muss man oftmals alles noch mit Briefen machen oder durch persönliche Anwesenheit. Faxgeräte werden in Deutschland wirklich noch benutzt. Und selbst das Internet ist vielerorts noch sehr langsam. Vor allen Dingen in ländlichen Gebieten. So gehört Deutschland bei der Digitalisierung zu den Verlierern. Das waren die 5 Dinge, die ich an Deutschland hasse. Und auch viele andere Menschen. Schreib mir in die Kommentare, was du an Deutschland hast. Lass dem Video kurz ein Like da und abonniere den Kanal. Weiter geht's. Hier nochmal eine Zusammenfassung von den 5 Dingen. Natürlich hat Deutschland auch gute Seiten. Aber in diesem Video wollte ich speziell auf die schlechten Dinge eingehen, die ich an Deutschland hasse. Die 5 Dinge sind folgende. Erstens, die hohe Steuerlast. Deutschland gehört zu den Ländern mit der höchsten Steuerlast weltweit und ist oftmals sogar Spitzenreiter. Zweitens, die Bürokratie in Deutschland. Deutschland ist auch da wieder oftmals Spitzenreiter in der Welt durch viele Anträge, Formulare und Wartezeiten, die man benötigt, um kleine Erledigungen zu machen. Drittens, die hohen Preise. In Deutschland sind die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen. Besonders nachdem Deutschland den Boykott gegen Russland gestartet hat. So sind die Gaspreise stark gestiegen, aber auch Corona und andere Faktoren haben dazu beigetragen. Viertens, das deutsche Fernsehen und die deutschen Medien. Sie sind so langweilig wie kaum andere Medien auf der Welt. Weiterhin sind sie sehr einseitig, politisch nicht neutral und decken so nicht die Meinungsvielfalt der Menschen und die verschiedenen Meinungen ab. Fünftens, wenig Digitalisierung. Deutschland gehört zu den Schlusslichtern in Europa und auch weltweit ist Deutschland nur im Mittelfeld, da es die Digitalisierung verschlafen hat. Sowohl die Behörden als auch das öffentliche Internetnetz sind noch schlecht aufgestellt, vor allen Dingen in ländlichen Gebieten. Wenn du die 5 Dinge erfahren möchtest, die ich an Deutschland mag und die dir wahrscheinlich auch gefallen werden, dann klick auf das nächste Video hier.